Willkommen zu unserem neuen Mr. Beam Video. In dieser Videoreihe möchten wir unser Know-how mit euch teilen, damit ihr in einem Schwung eure individuellen Designs erstellen könnt und noch mehr Freude am Lasern mit Mr. Beam habt. In unserem ersten Video erklären wir den Unterschied zwischen Vektorgrafik und Rastergrafik und wann wir welches Format für das Lasercutting brauchen. Beginnen wir mit Rastergrafik. Rastergrafiken bestehen aus ganz vielen einzelnen Kacheln, auch bekannt als Pixel. Vektorgrafiken bestehen dagegen aus einzelnen Ankerpunkten, die auf Koordinaten basieren und durch Linien verbunden werden können. Wie sieht es aber konkret aus? Wenn wir eine Rastergrafik skalieren, dann verändert sich nicht die Anzahl der Pixel, sondern jedes Pixel wird einzeln vergrößert. Dadurch verliert das Bild an Qualität und wird unscharf. Das erkennt man besonders gut am pixeligen Rand. Wenn wir aber eine Vektorgrafik skalieren, werden die Koordinaten und ihre Verbindungen neu berechnet und wir haben keinen Qualitätsverlust. Welche Rolle spielen diese Bildformate aber nun für das Lasercutting? Wir verwenden Rastergrafik, wenn wir etwas gravieren möchten, also eine ausgefüllte Fläche, wie zum Beispiel ein Foto oder ein Logo auf einem Holzbrett. Vektorgrafik nehmen wir her, wenn wir entlang präziser Linien ausschneiden möchten, zum Beispiel Einzelteile für Modellbau oder Hochzeitskarten mit Papierspitze. Ein Rasterbild entsteht automatisch, wenn wir zum Beispiel mit Smartphone ein Foto aufnehmen oder eine JPEG-Datei am Computer abspeichern. Vektorgrafiken werden meist für weniger detaillierte Objekte benutzt, wie zum Beispiel Text, Logos oder Icons. Vektorgrafiken müssen mit speziellen Softwareprogrammen Punkt für Punkt und Linie für Linie erstellt werden. Es gibt aber auch unzählige kostenlose Vektorgrafiken online. Einfach mal unter Royalty Free Vector Graphics googeln. Für die Erstellung und Bearbeitung von Vektorgrafiken empfiehlt sich Adobe Illustrator. Wer aber auf der Suche nach kostenloser Open-Source-Alternative ist, kann auch GIMP oder Inkscape benutzen. Die Auflistung der gängigen Vektorprogramme findest du unter diesem Video. In unserer nächsten Videofolge zeigen wir, wie man eine Bilddatei für Mr. Beam aufbereiten kann, um die besten Laserergebnisse zu erzielen. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen und klickt auf Like unter dem Video.